Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid, und ich habe natürlich heute auch wieder ein paar spannende Themen für euch. Um mal ganz ehrlich zu sein, sind die nicht nur für euch spannend, sondern auch für mich, denn ich habe mir hier vor einiger Zeit einen Heckstapler gekauft für diesen Kameraden hier. Wie ihr wisst, möchte ich irgendwann mal diesen Kran abgeben, und ich brauche dafür ein adäquates Nachfolgergerät, was mir so ein bisschen Flexibilität hier auf dem Hof verschafft. Ja, da bin ich hier über diesen Heckstapler gestolpert, hat mich mit Versand hier zur Mühle, habe mal angeliefert bekommen, 1200 € gekostet. Ist jetzt kein Schnäppchen, will ich mal sagen. Dafür finde ich, ist er aber auch wirklich in einem guten Zustand und kann bis zu 6,50 Meter ausfahren. Ich habe ja hier öfter mal Dinge auf Paletten, gerade wie solche Big Bags etc. Und da möchte ich gerne mit diesem Heckstapler eine neue Ära einleiten. Gerade wenn es ums Thema Verputzen geht, habe ich ja hier mein schönes hässliches Schafott. Da fahre ich mal mit dem Dumper ran, da habe ich das Big Bag Lehm drauf, und dann schippe ich das vom Dumper hier oben in die Mischmaschine und kippe das dann da in meine Mischmaschine rein. Ist alles so ein bisschen gebastelt, funktioniert aber ziemlich gut. Habe natürlich immer dieses Holzgerüst da rumstehen. Ich möchte aber gerne den Hof pflastern. Dafür habe ich mir in der letzten Zeit schon ganz viel Pflastermaterial besorgt. Das Problem ist nur, wenn da lauter Gerümpel steht, dann kann ich die natürlich schlecht einbauen. Deswegen brauche ich zum einen Platz, um mit dem Pflastern von meinem Hof anfangen zu können. Und auf der anderen Seite möchte ich auch ein bisschen flexibler sein. Das ist natürlich auch schön, wenn man so einen Heckstapler hat und dann einfach mal eine Palette wegpacken kann. Leider habe ich keinen Frontlader an meinem Schlepper dran, und ich habe da auch schon eine Weile nachgeguckt, aber ich wollte ganz gerne einen nachrüsten. Dann hast du natürlich auch immer das Geweih da vorne dran. Deswegen habe ich mir gedacht, probier's jetzt erstmal mit dem Heckstapler. Ansonsten habe ich ja noch hier meinen Rückewagen und für spezielle Bedürfnisse auch noch meinen Bagger. Den Heckstapler, den habe ich gekauft, habe ich da hingelegt, aber noch nie getestet, und deswegen habe ich ja gesagt, für uns alle spannend, für euch sowie für mich, denn ich weiß weder, ob er passt, noch ob er funktioniert. Hier seht ihr meinen Baukran, den habe ich ganz zu Anfang von unserem Projekt gekauft. Seitdem steht er hier und hat schon viele Abenteuer mit uns erlebt. Den werden wir jetzt auch zur Hilfe nehmen, um den Heckstapler anzubauen. Zumindest jetzt beim ersten Mal. Beim nächsten Mal, da möchte ich den gern so hinstellen, und ich hoffe und drücke mir die Daumen, dass das funktioniert, dass ich einfach nur mit dem Schlepper von hinten dran fahren kann und den Heckstapler dann anhängen. Dafür habe ich mir da vorne so einen großen Haufen Ziegelsteine auf eine Palette gestapelt. Ziegelsteine sind Dachziegeln, auf eine Palette gestapelt. Ich denke, dass das schwer genug ist, um den Heckstapler in Position zu halten. Aber alles noch momentan noch so ein bisschen eher theoretisch. Deswegen bauen wir den jetzt an und dann probieren wir es aus. Bevor ich den Kran benutzen kann, muss ich hier immer erst die Kupplung festziehen. Das ist der Schutz gegen das Umfallen. Das heißt, diese ganze Mimik, die da oben in der Luft ist, die kann bei Sturm so viel Druck aufbauen, dass es den ganzen Kran umschmeißen könnte. Deswegen ist der drehend gelagert. Der kann sich im Wind drehen, mit dem Wind drehen, wie so ein Fähnchen. Aber wenn ich ihn brauche, dann muss ich die Kupplung anziehen, damit er sich natürlich dahin dreht, wo ich ihn brauche.
anhängen. Das hat ja schon mal ganz vernünftig funktioniert. Hydraulikschlauch habe ich auch schon eingesteckt. Was jetzt natürlich noch fehlt, das sind die Gabeln. Die werde ich mir jetzt auch mit dem Kran hierher holen, einhängen. Und dann steht eigentlich im ersten Test nicht mehr wirklich viel. Der Kran, den kann ich somit wegfahren und ich würde jetzt mal testen, wie weit er tatsächlich hochfährt. Soll ja 6,50 Meter fahren können und danach, wenn ich das getestet habe, würde ich ganz gerne noch mal testen, ob er dann auch so ein Big Bag heben kann. Natürlich ein bisschen schlecht hier reinzukommen, muss ich noch mal hier und da ein bisschen was wegräumen, aber es wird funktionieren. Drückt ihm mir mal die Daumen, dass das alles so schön klappt, wie es bis jetzt geklappt hat. Ja, wie man sieht, muss man hier so ein bisschen mit der Scheibe aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die Heckhydraulik noch höher hänge, dass ich mir ja locker meine Heckscheibe fetzen kann. Hoffentlich denke ich da immer dran. Ich würde jetzt mit dem ersten Test starten, hoch hinaus. Ich würde sagen, bis zur Dachrinne sollte kein Problem sein. Ja, bin ich ganz happy mit dem Gerät, muss ich sagen. Hat auf Anhieb sehr gut funktioniert. Triplex-Mast, gut verarbeitet, soweit ich das gesehen habe. Alles tutti. Jetzt wäre es natürlich schon schön, wenn er auch ein bisschen Last heben könnte, denn dafür habe ich ihn ja eigentlich gekauft. Ich habe schon gesehen, dass es mit der Heckscheibe ein kleines Problem geben könnte. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja einen Heckstapler im Einsatz. Und wie immer ist es natürlich toll, wenn man so eine große Community hat. Ich habe mir das Gerät neu gekauft, habe mir natürlich auch etliche YouTube-Videos dazu angeschaut. Und darum ist jetzt das Gerät geworden. Ich habe mir das allerbilligste gekauft. Das Schöne ist, der kann oben auch noch rechts und links verschwenkt werden, der Hubmast. Aber das Ding ist, dafür brauche ich noch einen zweiten Hydraulikschlauch, das muss ich noch anschließen. Das hat der Vorbesitzer nicht in Betrieb genommen. Ich weiß auch nicht, ob man es so dolle braucht. Beim Gabelstapler ja, beim Heckstapler vielleicht, weiß ich nicht. Ja, was gibt es sonst noch für Hürden? Habt ihr irgendeine Idee? Muss natürlich ein bisschen aufpassen, je höher man hebt, dass das Ding nicht kippt. Ich finde es natürlich auf der Hinterachse schon schön, weil zum einen kannst du den ganzen
Stapler natürlich auf den Boden setzen. Dafür ist er eigentlich auch gemacht, dass man bei hoher Last, bei Aufnahme hoher Last abgesetzt wird. Aber wenn man es natürlich rumfahren will, dann muss man es natürlich auch anheben. Ne? So, um einfach mal sicher zu sein, dass ich nicht einfach zu wenig Luft auf dem Reifen habe, will ich das Ganze jetzt mal testen. So Werte, die ich weiß, sind 1,8 Bar. Sollen auf den Schlepperreifen, gerade bei Allradschleppern, auf den Reifen sein. Und wenn man ackert, auf dem Acker 0,8 Bar, um das Drehmoment besser übertragen zu können. Auf dem Acker bin ich ja eigentlich nie unterwegs, von daher würde ich mich so mal an die 1,8 Bar rantasten. 1 Bar ungefähr war auf jedem Reifen drauf. Laut Internet habe ich gesehen 0,8 bis 1,8 Bar. Was fahrt ihr so mit euren Schleppern? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Gerade wenn man hier so Last lädt, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ein bisschen mehr Druck drauf ist. Ich bin aber auch viel im Gemüse unterwegs, beim Mulchen und so bei uns im Wald. Da ist es wahrscheinlich besser, wenn nicht so viel Druck auf dem Reifen ist. Wie macht ihr es? Was stellt ihr so für einen Druck ein? Würde mich mal interessieren. Ich fahre jetzt einfach hier noch mal ran und wir schauen, was passiert. Am Brüllen der Maschine. Die Heckhydraulik gibt es nur, wenn ich hier mehr oder weniger Vollgas gebe. Aber gut, sie hebt und von daher kann man damit arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass die neuen Säcke, wenn die direkt vom LKW kommen, nicht ganz so schwer sind wie die sie jetzt richtig schön mit Wasser vollgesaugt haben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und drückt mir mal die Daumen. Ich würde das Ding jetzt mal auf seinen Parkplatz stellen. Ich habe mir gedacht, ich packe mir irgendwo eine Ecke, wo ich es easy auch wieder angehängt bekomme. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Passt. Ja, gehen wir mal draußen. Jetzt gehen wir rein. Wie ihr wisst, wir sind ja schon eine ganze Weile dran, hier die historische Obermühle zu sanieren. Genau im 15. Jahr sind meine Frau und ich jetzt den Flur, den haben wir jetzt schon schön saniert. Hier haben wir ein neues Bad, was ich finde, dass sich das auch echt sehen lassen kann. Der historische Müllraum ist eine schöne Küche und Esszimmer geworden mit ein bisschen Mühlenvernissage, was wir auch alles wieder zum Laufen gebracht haben. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, wie wir das hier alles restauriert haben, dann schaut mal hier bei uns auf dem Kanal der Obermühle. Gibt es ja jede Woche ein neues Video und neben den ganzen Maschinenthemen, die wir draußen machen, kümmern wir uns natürlich auch hier um die Restauration bzw. die Kernsanierung dieses alten historischen Gebäudes. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn jetzt gehen wir oben noch mal schauen. Da soll es jetzt demnächst weitergehen. Nach oben geht es hier auf dieser wunderschönen Treppe. Hier haben wir
uns von unserem Kunstschreiner Hermann Zottel eine schöne Treppe bauen lassen, zusammen mit dieser ganzen Wandverkleidung. Das ist mit Lehm verputzt, mit Silikatfarbe gestrichen und dann hatten wir Caroline, unsere Restauratorin, da, die hat uns das hier alles nochmal nach historischem Vorbild bemalt. Und wir haben natürlich hier von der Berliner Messinglampenmanufaktur noch schöne zeitgemäße Lampen eingebaut. Da oben geht es jetzt weiter. Da soll noch ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer entstehen. Das ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Wie ihr seht, hier oben ist die Baustelle noch nicht so ganz verschwunden. Ich möchte das Fenster noch mal streichen. Das wollte ich jetzt auch in der Sommerzeit machen. Das habe ich im Winter nicht gemacht. Hier habe ich schön einen neuen Eichenholz-Dienboden eingebaut. Und umlaufend habe ich hier Fußleisten aus Fichtenholz eingebaut. Habe ich draußen auf der Tischfräse selber gefräst und dann einfach hier eingebaut, angeschraubt und weiß gestrichen. Hier sitzt jetzt nochmal 2 Türen. Und hinter den beiden Türen verbirgt sich unsere Baustelle, um die wir uns jetzt als nächstes kümmern wollen. Ja, endlich wieder Baustelle. Wie? Ja, schon eine Weile her, dass wir zusammen hier reingeschaut haben. Das hier ist unser zukünftiges Arbeitszimmer. Und wie man sieht, Arbeit gibt es hier erstmal genug. Ja, den Schubkarren habe ich natürlich nicht ohne Grund geschweißt. Wie ihr seht, hier klafft noch ein großes Loch. Das soll aber zugemauert werden, weil dahinter ein Schlafzimmer reinkommt und ein Gästezimmer und hier kommt das Arbeitszimmer rein. Ich möchte vom Arbeitszimmer aus die Wand einfach mit Lehm verputzen, sodass das Fachwerk sichtbar bleibt. Auf der Rückseite in dem Gästezimmer, Schlafzimmer, da soll die Wand flächig verputzt werden, damit man da einfach schöner Kleiderschränke und sowas reinstellen kann. Ja, dafür muss ich aber erstmal die Mauer komplett herstellen und dafür muss ich ein bisschen Sand holen und zum Sand holen brauche ich Schubkarren und deswegen haben wir das Ding eben geschweißt. Wenn die Mauer komplett drin ist, dann werde ich meine Putzmaschine noch mal schön klar machen und dann werde ich die ganze Seite hier von der Innenseite verputzen. Alles schön flächig mit Lehmputz, das sieht dann so ein bisschen aus wie hier. Hier ist schon alles fertig mit Lehmputz, das heißt wir haben jetzt hier eine Wandheizung drin, die haben wir eingeputzt, haben dann Deckputz drauf gemacht, haben Gewebe eingeputzt. Was jetzt hier noch fehlt, ist ein Feinputz. Der Feinputz fehlt an der Wand und der Feinputz, der fehlt hier auch noch an der Decke. Ja, da muss ich mich mal ranmachen, das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsarbeit, wenn man die ganze Zeit hier so unter der Decke rummacht. Wenn das alles gemacht ist, dann ist der Boden hier noch ziemlich schief, das heißt also, eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Schüttungen, aber hier werden wir nicht drum herum kommen, da die Giebelseite von dem Haus sich mal abgesenkt hatte. Und die hatten damals wahrscheinlich keine Möglichkeit, das alles wieder hochzudrücken, deswegen haben sie es so ausgesteift. Hat aber jetzt hier zur Folge, dass dieser Boden so ein bisschen wie eine Wanne durchhängt. Und die Decke, die habe ich komplett neu gemacht, da haben wir komplett neue Deckenbalken eingezogen. Die ist komplett wieder gerade, die ist auch komplett im Lot. Und ich habe sie so etwa 15 cm hochgebracht oder vielleicht war es sogar 20 cm, die hingen ja hier auch durch wie Sau. Gibt es auch Videos von, die sind schon ein bisschen älter, also von 2018, 19 sowas. Da habe ich das gemacht, 2020, war ja so Corona-Zeitmäßig. Ja, dann habe ich erstmal den Fokus eben auf Flur, Müllraum, Bad unten gelegt, aber das ist ja jetzt soweit alles durch und deswegen kommen wir jetzt zurück hierher und fangen hier an, das Projekt weiter nach vorn zu treiben. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, habe ich jetzt keinen Bock, den ganzen Mörtel etc. durch den frisch sanierten Flur zu bringen und deswegen versuche ich das irgendwie, den Mörtel mir unten anzumischen, mit dem Kran hochzuziehen, um mir das dann hier durch das Fenster durchzureichen. Das hat den Vorteil, dass ich einfach den Flur nicht einsauere, weil fällt ja doch immer mal irgendwie Krümel und sowas runter. Der Heckstapler ist ja eigentlich genau für solche Sachen vorgesehen. Ich hätte mir ja eigentlich gedacht, dass ich draußen mir das alles fertig anmische und dann kann ich mir das an der Hauswand mit dem Heckstapler hochheben und dann ist das natürlich schön auf der Palette drauf, hier mundgerecht vorm Fenster und dann kann ich mir das alles von der Palette aus reinziehen. Ich würde den Heckstapler gerne noch mit einer Kamera versehen, so dass wenn ich da staple, auch sehe, wo ich bin, weil das ist jetzt auch schon aus dem Fenster raus nicht so richtig dolle gut zu sehen, muss ich ja natürlich immer so nach hinten lehnen
Und habe natürlich auch keinen Bock, hier irgendwas abzureißen oder vielleicht so Kratzer an der Hauswand lang zu machen. Oder auf der anderen Seite bist du vielleicht zu weit weg und kommst dann von hier innen nicht mehr vernünftig an das Zeug ran. Alles Kacker, von daher hatte ich mir gedacht, ich mache mir da irgendwie eine Funkkamera oder irgendwie sowas dran, so dass ich dann im Schlepper auf dem Monitor genau sehe, wo die Zinken sich gerade befinden. Und das soll so ein bisschen ein Zukunftskonzept sein, wenn der Kran dann mal wegkommt, weil ich ja draußen in den Hof lastern möchte, dass ich hier trotzdem die Baustoffe noch hier hoch bekomme und eben den ganzen Kram nicht durch den Flur durchzerren muss. So, hat sich das wenigstens gelohnt mit der Schubkarre. Zum Mauern benutze ich ausschließlich natürlichen hydraulischen Kalk und Sand gemischt mit Wasser. Mischungsverhältnis 1:4, das heißt auf jede vierte Schippe Sand kommt dann eine Schippe von dem natürlichen hydraulischen Kalk. Ich mache alles mit natürlichem hydraulischem Kalk, denn ich achte beim Bauen sehr auf Diffusionsoffenheit und auch auf Kapillaraktivität. Das heißt, wenn eine Wand feucht wird, dann muss sie die Fähigkeit haben, auch wieder Wasser abgeben zu können. Heute wird ja viel mit Gips gemacht, mit Gipsputz, mit Zement. Das sind alles gute Baustoffe, lassen sich auch super verarbeiten. Gerade Zement ist natürlich klasse, weil der ganz schnell hart wird. Aber Zement ist eben auch kapillarsperrend. Das heißt also, der natürliche hydraulische Kalk hat 10-mal mehr Kapillaraktivität als Zement. Das heißt, wenn eine Zementwand nass ist, dann bleibt die nass, beziehungsweise der Zement sperrt auch die Feuchtigkeit in der Wand ein. Und das sieht man ganz gerne mal, wenn das so in Schalen, in Platten abbricht. Kennt man ja gerade, wenn so nasse Räume mit was Gutem verputzt worden sind, da ist natürlich dann ordentlich Zement dran gekommen. Und dann nach einer Weile bilden sich dann wie so Blasen und dann bricht das so in Scherben ab. Und das ist so ein ganz typisches Problem von Staunässe. Lässt sich mit natürlichem hydraulischem Kalk ganz viel richten und retten. Natürlich hat er auch seine Grenzen. Aber gerade bei feuchten Wänden ist das Zeug toll, weil es die Feuchtigkeit abdunsten lässt. Das heißt, das ist aktive Bauphysik. Das Zeug trocknet dir die Wand und der Zement sorgt eher dafür, als wenn das noch ein bisschen feuchter bleibt. Man kann sich Zement ein bisschen wie eine Plastikfolie vorstellen. Wenn ich eine feuchte Wand mit einer Plastikfolie absperre, dann kann ich von der Wand nicht erwarten, dass sie abtrocknet, da die Plastikfolie natürlich das Wasser in der Wand hält. Kennt man auch von der Brötchentüte. Manche Sachen möchte man ja gerne feucht halten, aber ich glaube, im Haus ist es nicht so. Deswegen natürlichen hydraulischen Kalk. Lehm ist auch ein ganz toller Baustoff. Es ist ja so, Lehm hat eine relative Restfeuchte von 5%. Ganz viele Materialien haben eine höhere relative Restfeuchte. Das heißt, wenn das Zeug trocknet, Lehm wird wirklich knochentrocken. Das wird 5% Restfeuchte. Viele Materialien liegen darüber. Das heißt, wenn ich irgendwas mit Lehm verputzt habe, dann zieht der Lehm quasi die Feuchtigkeit aus den anderen Baustoffen an sich ran und trocknet dann ab, dunstet ab. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich den irgendwie mit Gips nochmal zuklatsche oder wenn ich das nochmal mit diffusionssperrenden Farbanstrich versehe, dann funktioniert das nicht. Aber hier mein natürlicher hydraulischer Kalk, seit vielen Jahren im Innen- und Außenbereich bin ich damit top zufrieden. Wenn man was richtig gemacht hat, dann sieht man das hier an dieser schönen cremig-gelben Farbe. Das ist ja, einfach ein schöner Kalkputz. Wie gesagt, ich habe damit schon ganz viel gemacht. Damit kann man mauern, damit kann man verputzen im Innen- und im Außenbereich. Wofür es sich nicht so gut eignet, das ist, wenn man so stark belaufene Flächen hat. Also wenn ich jetzt einen Fußboden damit mache, und da habe ich schon auch Fugversuche gemacht, dass ich damit Bodenfliesen ausgefugt habe. Das war nur so eine semi-gute Idee, da das nach einer Weile sich dann rausläuft. Der Kalk ist halt weich, der wird nicht so hart wie Zement
Und dadurch, dass er weich ist, läuft er sich dann halt irgendwann raus. Ich habe im Innenbereich damit aber auch so ziemlich jede Wand gemauert. Alles ist mit diesem Kalk gemauert. Der ist alkalisch. Der ist eben noch gut gegen Schimmel. Das heißt also, dieses alkalische Milieu lässt eben keine Schimmelbildung zu. Das ist noch eine gute Sache. Und er ist weicher als der Stein. Man sagt ja immer, gerade beim Fachwerkhaus soll die Fuge weicher sein als der Stein. Weil wenn das Haus ein bisschen arbeitet, gibt es sonst Risse. Und der Kalkmörtel, da kann man sich das so vorstellen, der ist so ein bisschen elastisch. Und diese Elastizität, die braucht eben so ein Haus, um auch ein bisschen arbeiten zu können. Aber man macht sich keine Idee davon, wie schwer dieser Mörteleimer ist. Also ich schätze mal, der hat locker 50 Kilo. Denkt man gar nicht, aber ich muss mir hier ein bisschen was abzwacken, denn den kann ich nicht so easy mit mir rumtragen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir heute nicht noch ein paar von den Löchern hier in der Wand gestopft bekommen. So, eine ganze Maschine Mörtel verarbeitet. Die 2 Gefache jetzt fertig, komplett zu, das ist gut. Ja, jetzt habe ich noch 4 offen. Die Steine habe ich schon alle hier oben. Jetzt muss ich die Tage noch mal ein bisschen Mörtel machen und den Rest zumauern. Ich hoffe, ihr fandet das Video wie immer ein bisschen unterhaltsam und spannend. Ich würde mich total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet, und sende euch ganz viele liebe Grüße hier von der Mühle. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.